Hi, herzlich willkommen zum ersten Teil der Welches ist die beste Ducati mit V2 Motorserie. Heute mit der Monster 1200S Black in Black, so, Black in Black 1200S und die letzte echte große Monster. Und es ist ein Wahnsinn, dieses Motorrad. Ich bin ein bisschen schockverliebt. Ich weiß nicht, wie mir die Jahre so entgehen konnte, wobei das ja ein 2020er Modell ist. Und in dem Video klären wir mal, was ich von dem Bike so halte. Im nächsten Video geht es um die Street Fighter V2, danach um die neue Monster und im vierten Video dann um alle drei im Vergleich. Alle Videos kommen jeden Tag, kommt es ein Video, immer um die gleiche Uhrzeit und zwar um 18 Uhr. Also bekommt ihr heute, morgen, übermorgen und übermorgen jeweils ein Video um 18 Uhr serviert, wo es nur um Ducatis geht, die ich dankenswerterweise alle beim Limbecher und Limbecher hier Probe fahren, ausgiebig Probe fahren und testen konnte, wo ich sehr, sehr dankbar bin. Für allem für das Schmuckstück. Warum? Es ist die 1200S mit einem knapp 1200 Kubik Motor mit dem Testretta und die drückt so 147 PS bei rund, ich glaube, 124 Newtonmeter Drehmoment und die drückt sie schon sehr, sehr früh. Also vorwegnehmend, ich blende euch mal die Leistungskurve ein von den drei Bikes und da sieht man schon einen Unterschied, wie früh dieses Teil hier Druck anliegen hat. So, erster Eindruck, relativ kompaktes Motorrad, also sehr entspannter Winkel vom Arm her. Ich habe ja ein bisschen kürzere Arme, ich bin 1,81 Meter mit eher längeren Beinen, aber sehr gut zu greifen. Leider ein bisschen kurze Hebel verbaut, aber da kann das Bike nichts dafür. Hier ist ein QD-Auspuff drauf, ist im Stand asozial laut, aber richtig schön. Und was direkt auffällt, sie hat eine Wasseranzeige, finde ich auch ganz entspannt. So, wir fahren ein bisschen untertourig, 2500 Umdrehungen. Und es ist überhaupt nicht nervig oder rucklig oder anstrengend. Also Motor läuft, sag ich mal, jetzt so im ersten Eindruck geschmeidig. Er läuft nicht so ruhig wie der von der Super Duke 1290 zum Beispiel. Der läuft viel, viel ruhiger. Der läuft aber wirklich Ducati-typisch. Also man hat wirklich dieses bisschen rauere Gefühl, dieses bisschen Rumpeln und ein bisschen Arbeit, die man da hört. Und das gibt so richtig viel Emotionen, die das Motorrad transportiert. Und dann packt das Ding halt auch zu wie ein Stier. Jesus Maria. Jesus Maria. Was ist das denn? So ein Orchesterding. Okay, wow. Wassergekühlt natürlich, klar. Wie gesagt, Euro 4 homologiert. Und Ducati typisch, wird es auch ein bisschen warm, wenn man ein bisschen länger damit fährt. Vielleicht zum Motorsound auch. Hier ist eine QD-Anlage drauf, die mit der Terminioni baugleich oder sehr ähnlich sein soll. Ist unverschämt laut. Also wirklich, dass das Zulassung hat, ist also im Stand und untenrum viel, viel schlimmer als eine Tuono. Ne? Hätte ich nicht gedacht. Tuono ist halt oben raus noch ein bisschen brutaler. Aber die ist schon auch wirklich, wirklich laut. Plus mechanische Motorengeräusche, die dazukommen. Klangkulisse, Emotionen. Vollgas dabei. Auch was das Bewegen in der Stadt angeht. Sie braucht ab und zu einen Kupplungseinsatz, aber nicht permanent. Da vorne kommt gleich ein Kreisverkehr. Ich werde es bewusst einfach mal im Sportmodus, ja, also der Modus, wo die Gasannahme ein bisschen direkter ist, im zweiten Gang. Und werde die Kupplung dabei nicht ziehen, einfach um zu gucken, wie das ist mit wirklich niedrigen Drehzahlen, wenn man es unambitioniert in so einen Kreisverkehr reinfährt. Also wir fahren da rein wie ein ganz normaler Bürger. So. Ich weiß nicht, was eine Kupplung ist. Ich blinke auch nicht. Okay, doch. Cool. Sehr, sehr schön. Das auch. Deutlich angenehmer zu fahren als die Tuono zum Beispiel mit der Klappe. Wobei die Klappe hier, die merkt man überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht, was sie macht. Wahrscheinlich nichts. Was das Modell auch noch hat, dann ist Quickshifter, also Up and Down mit Blipper-Funktion. Genau. Gibt es dann bei der R, glaube ich, nicht. Aber zum Nachrüsten, was hier fehlt, ist der Lenkungsdämpfer. Kommen wir gleich beim Fahrwerk drauf zu sprechen. Also ich sag mal, Thema Motor haken wir ab mit einer 10 von 10. Ich wüsste nicht, was man da besser machen soll. 1200er V2, wer Bock auf sowas hat, das ist dein Motor. Ja, Fahrwerk. Also wow. Nicht unbedingt Fahranfänger geeignet. Das Motorrad hat einen wirklich kompakten Radstand, das ist sehr, sehr kurz. Okay, halt, stopp. Nachdem ich die anderen Bikes gefahren bin und nochmal in mich gegangen bin, habe ich mir gedacht, irgendwie kann das nicht stimmen mit dem Radstand.
Ich habe mir zu Hause noch andere Videos angeschaut von anderen Motorradtestern, die haben auch alle gesagt, es ist sehr handlich wegen dem kurzen Radstand, aber irgendwas konnte hier nicht stimmen. Deshalb habe ich diverse Naked Bikes und dann auch Sportler mal verglichen, mir die Maße rausgesucht und hier ist mir was aufgefallen, was allen anderen wohl nicht aufgefallen ist. Der Radstand, also die Entfernung von Vorder- zu Hinterachse, ist bei der Monster nämlich verdammt groß. Also habe ich mir noch andere Werte angeschaut, und zwar den Lenkkopfwinkel und den Nachlauf. Also wie steil steht die Gabel und wie viel läuft die Mitte des Vorderrades der Achse hinterher. Vielleicht ist keinem aufgefallen, weil Ducati gibt es verkehrt herum an. Ducati gibt an 33,3 Grad Lenkkopfwinkel. Warum? Ducati misst zur vertikalen, alle anderen messen zur horizontalen. Und vielleicht ist deshalb keinem aufgefallen, aber die 1200S hat einen super krassen Lenkkopfwinkel und einen extrem kurzen Nachlauf. Deshalb ist die so handlich am Vorderrad. Mit dem Radstand hat es tatsächlich nichts zu tun. So, S-Version heißt natürlich, wir haben Öhlins-Fahrwerk verbaut. Vorne wie hinten voll einstellbar. Funktioniert super gut, ist sportlich abgestimmt, heißt Gullideckel etc., die kriegt man schon mitgeteilt von dem Motorrad. Aber das funktioniert an der Stelle wirklich gut. So, erstmal kurz an die Kurve gewöhnen. Naja, eine relativ nervöse Front, aber ganz direkt, obwohl ich glaube, der Reifen lenkt irgendwie komisch ein. Kurzer Zucker, ich glaube, der hat keinen Lenkungsdämpfer, ne? Hat sich gerade so angefühlt. Die Gabel steht relativ steil für ein Naked Bike und dann noch hart gefedert und dann fehlender Lenkungsdämpfer. Das macht es ab und an spannend, heißt aber, das Ding klappt vorne im Vorderrad in Kurven rein. Also da habe ich mich am Anfang kurz ein bisschen erschreckt, muss man auch mit absoluter Sicherheit ein bisschen trainieren. Ist jetzt keins von den Motorrädern, wo man drauf sitzt und sofort schnell ist, ne? Man sitzt schon sehr, sehr weit vorne. Hinten ist irgendwie, also ab hier ist so, gibt es nicht so richtig. Alles spielt sich so hier vorne ab. Man sitzt relativ nah auf dem Lenkkopf, ist nicht Sumo-mäßig, das jetzt nicht. Aber man hockt schon nah dran. Also früher waren Ducatis und BMWs sind heute immer noch so, dass man so lange über den Tank gespannt wird. Das ist bei der nicht der Fall. Ich komme sehr gut an den Lenker. Ich hocke mich am besten gleich mal drauf. Wie gesagt, 1,81 Meter, derzeit 90 Kilo. Und also ich komme super hin, obwohl ich ja eigentlich zu kurze Arme habe, wie ihr wisst, wie so ein kleiner T-Rex. Aber trotzdem funktioniert es auf dem Motorrad sehr, sehr gut und ist auch sehr, sehr angenehm. Also absolut tourentauglich die Fahrposition. Bei der her brauchst du so ein bisschen Gefühl musst du dafür entwickeln, dass die funktioniert. Was gut und schlecht sein kann. Dieser Sitz ist für, ich fahre in Urlaub, ich fahre hängen, ich fahre legen, perfekt. Ja? Super Halt nach hinten, ihr rutscht nicht nach hinten, ihr seid da drin festgeschnallt, obwohl ihr so ein bisschen oben drauf hockt und sportlich fahren könnt. Hang-Off ging damit nicht ganz so optimal. Ja? Also da hat mir dann ein bisschen nach hinten der Abstand einfach gefehlt. Bereifung 190/55, hier ist jetzt ein Angel GT drauf. Ist nicht die Originalbereifung, ist auch nicht die Bereifung, die ich auf dem Bike fahren wollen würde irgendwie. Ich glaube Rosso 4 wird dafür gemacht. Oder halt M9R, der funktioniert immer, aber Rosso 4 ist, glaube ich, genau richtig für das Motorrad. Ansonsten vom Fahrwerk her, was extrem auffällt, und liebe Grüße an Duckstyle, bei dem habe ich das auch im Video mal gehört und es stimmt wirklich, der Schwerpunkt ist sehr, sehr niedrig bei dem Motorrad. Man kann es sehr gut von links nach rechts umlegen, aber jetzt aufgepasst bei der Formulierung, man kann es sehr gut umlegen, heißt nicht einfach, man braucht schon ein bisschen Kraft oder ein bisschen Körpereinsatz, damit es von links nach rechts geht. Wenn man das aber kann, mit Gas, mit Bremse oder mit einem Lenkimpuls, dann geht es sehr, sehr gut, dann ist sie sehr spielerisch zu fahren, aber man braucht halt doch ein bisschen mehr Kraft als mit der kleinen Monster auf jeden Fall. Wie sie den Schwerpunkt zum Beispiel niedrig bekommen, ist zum Beispiel die Batterie liegt hier unten drin, was ich super cool finde. Normalerweise ist sie unterm Sitz. Ducati hat die bei der Monster da unten reingepackt. Die Bremse hinten ist so wieder halber Meter oder Pedalweg. Vorne
hat mir die jetzt als kleiner Vorgriff von den dreien am besten gefallen. Hat sehr gut zugepackt. Müsste eine 330er Scheibe sein. Natürlich Brembos. Sind noch die guten alten Brembo M50, die ich auf der Super Duke hatte, die ich auf der Tuono hatte, sind hier auch drauf. Ist und bleibt ein wahnsinnig guter Monoblock. Natürlich mit radialer Bremspumpe. Also ich hoffe mal, ABS auf 3. Man merkt, dass es ein wenig aufmacht, weil der Poppes hinten leicht wird. Elektronik. Ride-by-Wire haben wir natürlich am Start, klar. Funktioniert auch. Also Ducati Ride-by-Wire ist wirklich gut. Auf Touring kommt so leicht verzögert und ein bisschen so. Auf Sport ist sofort da. Funktioniert einwandfrei. Ganz großes Kino. Die hier mit 6 Achsen MIU heißt, wir haben alles an Bord. Wheelie-Kontrolle und Traktionskontrolle getrennt voneinander einstellbar. Ihr wisst, ist mir super wichtig. Schräglagen ABS, Kurven ABS, wer das benötigt, auch das ist hier mit dabei. Alltagsnutzen bei dem Motorrad, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es hierfür Gepäcksachen, also das ist jetzt nur eine Abdeckung, da ist ja noch ein kompletter Sitz drunter. Da gibt es sicher was. Und dann kannst du damit auch ganz gepflegt in Urlaub fahren. Was stört mich an dem Motorrad? Der Preis? Ja, der Preis. Was stört mich noch? Also, wie gesagt, die ist schon arg nervös. Ne? Dessen muss man sich bewusst sein. Dafür kann man sie halt für so ein großes Bike einfacher fahren. Ist halt einfacher in die Kurve zu schmeißen als eine Tuono oder so. Aber ansonsten, ja, stört mich wirklich nichts, abgesehen vom Preis und diesem Sitz. Der ist wirklich zum Hängauffahren nicht optimal. Was man aber sagen muss, was bei dem Sitz gut ist, der hat unten so Klötzchen dran. Ne? Dann kann man den höher legen und tiefer setzen. Ab Werk einfach Sitz raus, Klötzchen weg, Sitz wieder drauf und ist ein paar Zentimeter tiefer. Das finde ich schon wirklich klasse, finde ich gut gemacht. Ducati typisch, wärmt die dich auch nicht nur von innen, sondern auch von außen. Weil man hier, also im Stehen komme ich hier schon an die Abdeckung dran. Ist ja eine Abdeckung zum Glück drüber. Aber es wird ja schon, da kommt schon ein bisschen Hitze von unten an. Hier die Zündschlossabdeckung, die ist nicht super hochwertig. Gibt es ein Carbon-Teil von Imberger, glaube ich, 70 €, bis er zufrieden läuft und dann ist Bike in Ordnung. Ich finde sogar die Spiegel schön, wobei auch hier Gusssachen, das ist auch kein Plastik. Ne? Also wenn man Gewicht sparen möchte und nicht bei sich selbst anfangen möchte, kann man an dem Bike auf jeden Fall was machen. Ich weiß nicht, ob sie so eine große Fangemeinde hat. Sie schlägt halt irgendwie nicht so in die gleiche Kerbe wie Tuono und Super Duke und MT-10. Die wirken immer so als die brutalen. Die ist auch brutal und zwar richtig. Ich weiß nicht, warum ich die nicht auf dem Schirm hatte und andere, die auch nicht so auf dem Schirm haben. Aber eigentlich hat die es verdient, weil es ein wirklich, wirklich fantastisches Bike ist. Und da bin ich dem Fabio ultra dankbar, dass ich das Motorrad fahren durfte. Vor allem die Black in Black. Einfach nur ein Traum. Genau, das war's mit dem ersten Video. Morgen um 18 Uhr kommt das nächste Video, zwar die Street Fighter V2. Übermorgen dann die Monster 937, also die neue Monster eben. Und am letzten Tag dann ein Vergleich von allen 3 Bikes. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Video. Ducatis weiß ich nie so richtig, wie sie angehen. Oha. Mit tosendem Applaus gehen die an.